Ich zeige dir heute die Anleitung für ein Mini-Album mit Taschen für Tags. Ganz schnell aus einem A3-Blatt gefaltet. Dann kannst du dir mehr Zeit lassen für die Innenausgestaltung. Das kleine Album ist vielseitig einsetzbar als Gutscheinbuch oder zum Geburtstag mit lieben Wünschen, als Sammlung für Rezepte, selbst kleine Fotos lassen sich darin gut präsentieren. Hier meine Anleitung für dich, heute kurz und knackig, mit meinen persönlichen Tipps und Tricks. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute wieder eine Anleitung kurz und knackig, ein Mini-Album mit Taschen und Tags aus einem A3-Blatt. Alle gezeigten Materialien, außer das A3-Blatt heute, kannst du bei mir direkt bestellen. In meinem Online-Shop, da kannst du auch sehen, was gerade lieferbar ist. Wenn du Fragen hast, schreib mich gern an. Ich habe im Moment das Stempelset Kleine Therapie auf dem Arbeitstisch und damit lassen sich natürlich wunderbar kleine Alben falten. Zum Schluss zeige ich dir noch, wie ich aus anderen Größen ähnliche Alben gefaltet habe. Also warte gerne bis zum Schluss, es lohnt sich. Okay, wir haben ein A3-Blatt, ich habe etwas dünneres Papier. Ich falte es einmal auf die ganze Länge mittig. Diese Faltform heißt Buch, auch wenn das jetzt hier ein langes Buch wäre. So, haben wir, hier ist offen. Falte ich nochmal nach oben an die Mittelkante, schön exakt. Das zahlt sich am Ende immer aus, gerade Linien. Kleine Ungenauigkeiten multiplizieren sich mit jedem Knick. Hier also nach oben gefaltet, einmal umgedreht und nochmal längs nach oben gefaltet. Oben liegt die geschlossene Kante. Fertig. Dann haben wir so eine Viererreihe. Jetzt falte ich wieder auf und falte einmal in der Mitte. Wieder exakt Ecke auf Ecke, eine Seite festhalten, am Rand lang ziehen und dann schauen. Wird sonst noch etwas exakter, aber dann würdest du jedes Mal meinen Kopf sehen. Muss ja nicht sein. So, das haben wir. Und jetzt kommt mal mein Papierschneider zum Einsatz. Du könntest jetzt natürlich auch mit Lineal und Bleistift arbeiten, die eine Markierung bei 7 cm setzen. Ich lege das jetzt hier dafür ein. Es ist recht dünnes Papier, also muss ich meine Falzklinge locker rüberziehen. Ich kann hier mit schneiden mit der Maschine und hier ist die Falzklinge, 7 cm und einfach eine Markierung anlegen. Reicht auf einer Seite, weil die können wir ja dann übertragen auf die andere Seite. Und dann falze ich es wieder komplett einmal 7 cm. Es ist ein A3-Blatt, also habe ich die längste Seite auf 42 cm. 21 wäre die Mitte und 3 mal 7, hier mal 7, dann ist dieses Feld, dieses hier 14 cm. Ich drehe das Ganze um und da ich mir die zweite Falzlinie gespart habe, lege ich jetzt hier drüben oben an die Ecke, an die Kante und schaue, dass ich das gerade hier rüberziehe. Trage mir so meine 7 cm Linie. Das haben wir. Jetzt mache ich einmal auf. Und die Mittellinie schneide ich ein bis zur letzten Querlinie. Ja, du siehst ja, ich habe jetzt wieder mal meine 16 Felder, diesmal nicht gleich groß, und schneide hier jetzt einfach ein. Bis dahin. Das wird gefaltet, wissen wir ja noch. Das wird nachher komplett gefaltet. Und jetzt müssen wir nur noch die Seiten aufeinander falten. Hier ist also locker, hier ist geschnitten. Nochmal zur Kontrolle. Hier unten ist meine Klappe, Mittellinie, zweites Feld drauf und jetzt falte ich die ganze Sache in eine Buchform. Innen nach außen. Dabei schaue ich immer, dass meine Linien gerade übereinander liegen, die einzelnen Felder. Dann wird das am Ende sehr exakt. Der eine Teil. Drehe ich es um. Jetzt ist hier die Klappe und dann falte ich das der Reihe nach wieder auf mein komplettes Feld. Zweites Element komplett
Das Ganze soll ja kurz und knackig sein, also werden wir gar nicht viel weiter basteln. Du hast die Faltung gesehen, das Buch ist fertig. Jetzt zeige ich dir, wo ich mit doppelseitigem Abreißklebeband noch arbeite. Hier unten schließe ich das Ganze. Ich kann mir überlegen, ob ich es hier hinten ausschließe, aber ich schließe es jetzt nur hier unten. Setze das aufeinander. Da kannst du also ein bisschen experimentieren, was du für Fächer haben möchtest. Dann habe ich es schon mal komplett geschlossen. Dieses Feld könnte ich jetzt als Fach verwenden, hier, könnte es aber auch vorne schließen. Jetzt muss ich noch hier eine Klebefläche ansetzen und hier unten. Klebe dieses hier drauf und das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch. Und fertig ist mein Buch in 14 x 7 cm. Könnte ich so lassen, kann es aber auch wie hier mit einem Umschlag versehen, den ich mir zuschneide aus einem Farbkarton. Natürlich schon vorbereitet, muss immer nur wissen, wo ich es hingelegt habe. Und zwar ist der Farbkarton 16 x 14,5 cm und links und rechts habe ich bei 7,5 eine Falzlinie gesetzt. Hier lege ich jetzt mein Designerpapier auf in den Maßen 7 x 14 cm, auf der Rückseite genauso. Und dann ist der Umschlag außen fertig und dann kann ich wieder überlegen. Ich habe hier einen Buchrücken von 1 cm, das geht auch schmaler, je nachdem was ich drin haben will, aber hier siehst du, ich habe alle Tags reingefüllt, ist der Zentimeter ganz gut. Und wenn du jetzt noch mehr reinfüllen würdest, mach den durchaus dicker. Du kannst das variieren, denn du kannst einmal dein Buch komplett hier reinkleben, da hinten festkleben und hier vorne festkleben, dann sitzt es komplett drin. Du kannst es aber auch nur auf eine Seite kleben, dann hast du eine Variationsmöglichkeit in der Dicke und könntest also hier noch mit Luft aufpacken. Du siehst, es wird einfach immer dicker, je mehr was du reinfasst, je mehr du reinpackst. Beachten. Genau. Und dann kannst du innen die Felder ausgestalten. Ich zeige das jetzt noch schnell, damit das kurz und knackig bleibt. Ich habe auf dieser Seite auch so ein Feld in 7 x 14 cm geklebt. Hier drüben nochmal auf die erste Seite. Und dann habe ich eine Tasche aufgeklebt. Und dafür schneide ich mir zu, entweder mit gerissenem Rand oder gerade, so wie hier. 6,5 x 7 cm. Dann kann ich das gut hier reinkleben und es hat hier zum Beispiel die Mattung, ist die Auflage auf den Taschen. Da ist noch eine Naht, die wir bedenken müssen. Hier diese Taschen vorne kleben wir noch zu. An dieser Seite nehmen wir nochmal ein seitiges Abreißklebeband ein und kleben zu. So, und das auf der anderen Seite genauso. Und alles andere hält von selber. Hier in der Mitte noch. Gut, dass wir darüber geredet haben. Hier in der Mitte auch noch. Genau. So, das sollte kurz und knackig bleiben, meine Anleitung. Deswegen soweit. Alles andere ergibt sich. Die Maße schreibe ich dir nochmal auf meinen Blog. Da kannst du es genau lesen. Und jetzt zeige ich dir noch schnell die anderen Variationen. Dieses kleine Mini-Buch ist genauso gefaltet. Genauso wie dieses hier gibt es übrigens eine Verpackung dazu. Wenn du hierzu eine Verpackung haben möchtest, schreib mich einfach an. Mache ich gerne, zeige ich dir. Hier habe ich verschiedene Text drin. Dieses ist aus einem 12 x 12 Inch Papier, also 30,5 x 30,5 cm. Genauso gefaltet von der Grundform. Gibt es eine Anleitung dazu, verlinke ich dir natürlich gern. Und auch dieses kleine Teebuch, das ich letztens gezeigt habe, hat am Ende die gleiche Grundform. Ich habe hier nur noch mit einzelnen Buchrücken oder Stegen gearbeitet, damit wir hier Teebeutel einpacken können, die dann nicht gut reinpassen, also die dann gut reinpassen und sich nicht gegenseitig behindern vom Platz. Auch die Anleitung verlinke ich dir gern. Alles das gleiche Prinzip. Ja, das war's, kurz und knackig bis hierher. Schreib mir gern, wenn dir die Anleitung gefallen hat oder du Fragen hast. Setz mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, freue ich mich total. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.